Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, dann liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Diese Folge würde ich gerne Licht und Schatten nennen. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch gleich. Und bevor wir das machen, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass heute schon ein Video kam, ein Gewinnspiel durch den Creator Code Support. Schaut euch das Video an, damit ihr wisst, wie ihr gegebenenfalls noch daran teilnehmen könnt, denn nur bis Sonntag 10 Uhr gelten die Teilnahmebedingungen. Also gönnt euch das Video und falls ihr mitmacht, viel Glück. So, und da wollen wir jetzt mal schauen auf EU5, wie denn hier was losgeht. Und wir fangen mal mit der Schattenseite an. Ja, es gibt nämlich eine notwendige Planänderung bei mir mit den Pets. Warum ist sie erstmal notwendig? Nur wir schalten mal schnell durch hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also, dem findigen Shakes and Fidget Spieler ist aufgefallen. Ich habe es Donnerstag leider verpeilt, mir die Tagespets zu holen. In Form von Pünklings, in Form von Birdie Chip und in Form von Klopp-die-Bob, aber auch in Form von, hier, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch ist, Matchlet. Ja. Das heißt, ich habe mir da jetzt einen kleinen Nachteil erspielt. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, der mich zu folgenden Plänen jetzt führt. Also bei Feuer mache ich so weiter, ich gehe auf Dragopyr. Ich warte jetzt aber noch, also ich habe ein paar Tries schon gegeben gegenüber Dragopyr. Ich kann jetzt auch noch ein paar Tries machen. Das Samstagstagespad zu erhalten würde nochmal die Chance ein bisschen erhöhen. Aber tatsächlich habe ich auch mal da rein kalkuliert, dass die Chance von gestern 0,12% auf maximal 0,24% steigt, wenn ich beide Pets noch finde, die ich jetzt nicht gefunden habe. Und selbst wenn man den Gladiator-Trainer erhöhen würde, würde die Chance nur minimal steigen. Also hier muss ich wirklich einfach in die Tries gehen. Und ich werde jetzt aber so quasi täglich an 2 Zeitpunkten einfach 100 Tries geben und hoffen, dass Dragopyr dann irgendwie fällt. Also das ist mein Plan für Feuer. Und wie man sieht, schade. Ich hatte jetzt so gehofft, dass es währenddessen wir Dragopyr hier so ein bisschen verwirren mit unseren Wörtern. Wo sind die Worte? Ich finde die Worte nicht quasi, dass er sagt, nö, ich gehe auf 0%. Immerhin bedeutet das, also diese Tries, die wir gerade hatten, das ist schon extrem knapp. Da hätte ich vielleicht noch 2-mal mehr ausweichen müssen oder so. Also das ist halt, wenn man nur so eine 0,1 bis 0,2%ige Chance hat. Aber okay, leider noch nicht. Ist jetzt noch nicht so das Schlimme, weil das musste man eher eingehen, das Risiko. Wo sich jetzt auf jeden Fall bei mir was ändert oder nichts ändern wird, ist bei Erde. Bei Erde habe ich leider sowohl Red Blue Fuchs und Lil Beats-Up, also Rohfuß und Klopp-die-Bob. Rohfuß am Mittwoch dachte ich noch, ach, ist Intelligenz, juckt mich nie und ich hole Klopp-die-Bob. Ja, Pustekuchen. Hätte ich Rohfuß wenigstens geholt am Mittwoch, dann hätte ich Rohfuß jetzt weitergespielt. So muss ich bei Erde also eine Woche warten. Das sind grob 21 Früchte, die ich da verliere. Auch für die Arena wird es nicht so geil werden. Ja, muss ich jetzt einfach mit leben. Ist jetzt passiert. Es gibt keine sinnvolle Alternative für mich zu spielen. Und insgesamt macht es Gott sei Dank das Kraut nicht so fett. Denn bei Erde muss man nur 200 Früchte investieren. Bestenfalls um komplett durchs Habitat zu kommen. Also das geht relativ schnell, dieses Habitat. Damit werde ich also auch keine Verzögerung haben, meine Pets auf 200 freischalten zu können. Denn ihr müsst ja wissen, falls ihr es nicht wisst, sage ich es euch, wenn ihr alle Pets, selbst die finalen Pets auf 100 habt, könnt ihr sie nicht weiter skillen. Beziehungsweise, ja, denn es gilt ja letztendlich das Endziel, alle Habitate freizuschalten, damit, und falls ihr das nicht wisst, ihr die Pets auf über 100 trainieren könnt. Denn wenn ihr zum Beispiel 4 Habitate freigeschalten habt komplett und selbst die Endpads auf Level 100 habt, könnt ihr die nicht weiter trainieren auf 101. Geht nicht. Bleibt alles auf 100. Ihr müsst alle Habitate geschlagen haben, damit ihr jedes Pet auf über 100 trainieren könnt. Und deshalb ist das das Endziel. Und mit Erde kommt man immer relativ schnell durch. Bei mir dauert es jetzt halt ein bisschen länger.
Bei Schatten habe ich mich entschieden, jetzt auf Bad Ladder zu gehen. Ich habe kalkuliert über die SF-Game Tools, dass wir auch mit Bad Ladder die Chance haben, durch das Habitat zu kommen. Klar sind die Chancen etwas geringer, aber ich empfinde sie nicht als zu gering, weshalb ich hier gesagt habe, okay, wir wechseln. Hat natürlich auch den Hintergrund, damit ich jetzt nicht noch eine Woche hier auch warten muss und dadurch in der Pet Arena zu schwach bin. Klar, Bad Ladder ist nicht so stark wie Rosa Links, aber ein Bad Ladder mit Level 21 ist halt stärker als ein Rosa Links mit Level 0. So hoffe ich also nicht so viele Verluste in der Arena zu machen, das ein oder andere Kämpfchen zu gewinnen oder auch in der Verteidigung besser dazustehen. Deshalb wechseln wir hier an der Stelle. Bei Wasser hat es auch einen Wechsel gegeben. Und zwar habe ich mich jetzt nachträglich entschieden, Evigrim zu spielen, aus den ähnlichen Gründen. Pet Arena. Und aber auch Unterbiss kriege ich zwar Sonntagnacht. Ja, werde ich mir auch holen. Aber ich werde Unterbiss nicht trainieren, und um damit durch den Pet Dungeon zu gehen. Ich werde eben mit Evigrim auf Fluch wechseln und dann durch den Dungeon gehen. Das dauert zwar länger und ist halt auch unpraktisch, weil Evigrim hätte ich schon etwas eher anfangen können zu trainieren, aber mit Unterbiss auf Hydrosphere zu gehen, ist von der Wahrscheinlichkeit echt krass. Und das war mir zwar vorher bewusst und ich habe dieses Risiko gesagt, ich will es machen, aber dadurch, dass ich jetzt in den anderen Habitaten auch länger brauchen werde, ist es mir jetzt nicht wert, diese extremen Pilze auszugeben. Da nehme ich jetzt einfach die längere Zeit in Kauf und hoffe aber auch eben in der Arena noch nicht zu weit abgeschnitten zu sein, dadurch, dass ich eben bei den anderen Habitaten jetzt teilweise auch schon verlängere. Und so eine Chance hier von Gulps auf Dragopir zum Beispiel, das ist das gleiche mit Unterbiss auf Hydrosphere, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und ich hatte auf EU1 diesen Weg gegangen und ich hatte 3000 Pilze benötigt. Also die hebe ich mir jetzt an der Stelle dann doch mal für den Arena Manager oder so auf. Ja, wie gesagt, ich hätte es gleich wechseln sollen letztendlich. Erst wollte ich mehr Risiko gehen, aber durch diese ganze Pet-Geschichte habe ich mich jetzt doch umentschieden. Und bei Licht habe ich eine ganz besondere Situation. Ursprünglich wollte ich ja hier mit Birdie Chip, also Tivich, spielen, auf Nihilite, also Kilrich, wechseln und dann vor allen Dingen Heraldon schlagen, denn mit Tivich kann man Heraldon nicht schlagen, genauso wenig wie mit Bofus, also da muss man nochmal wechseln und das braucht natürlich auch einiges an Früchten, deshalb ist Licht in der Regel das Habitat, was fast eigentlich immer am längsten dauert, zumal die Fundbedingungen Nihilite halt sagt, Epic Extravaganza, also da muss man auch vom Timing her ganz gut dabei sein. Und jetzt gab es eine alternative Route über Iorwat. Ich weiß gerade gar nicht mehr den deutschen Namen, aber man kann mit Tink Iorwat schlagen. Jetzt kommen wir aber zum Clou. Dadurch, dass ich Tivich nicht gefunden habe und sogar Sonja noch nicht gefunden habe. Sonja kann ich am Sonntag jetzt finden, das habe ich letzten Sonntag verpasst. Schaffe ich es nicht, Iorwat zu schlagen, laut SF-Game Tools. Es ist mega, mega knapp, aber man braucht einen Rudelbonus von 11 und einen Gladiator-Trainer von 10. Den Gladiator-Trainer habe ich. Selbst wenn ich einen Gladiator-Trainer auf 11 hätte mit dem Rudelbonus von 10, würde ich es nicht schaffen, Iorwat freizuschalten. So, das heißt, man kann Iorwat nur am Freitag finden. Den Freitag, der ist jetzt vorbei. Hier müsste ich also mich immer noch entscheiden. Und ich habe gestern extra schon Bofus jetzt um 3 hochgefüttert, weil ich mir echt nicht sicher bin, was ich machen will. Bofus jetzt weiter zu spielen und über Kilrich zu gehen. Oder die Pets zu finden und dann mit einer Prozentchance von 3% Iorwat zu schlagen. Ja, wenn man Iorwat hat, ist dann nämlich der Weg, Heraldon freizuschalten und Heraldon auf Level 100 zu leveln. Das heißt, man würde gar nicht Unicore priorisierend dann spielen zu Beginn, sondern Heraldon. Das ist ein ganz interessanter Weg. Rein von den Früchten her spart man sich dann sogar Früchte gegenüber im Vergleich mit Tink, Bofus und Nihilite, beziehungsweise Tivich und Nihilite.
Man hat dann aber eben das 19. Pet. Das ist ein Magier-Pet. Das ist nicht so schlecht gegen Kundschafter tendenziell. Es sollte schwächer sein. Also es ist ein ganz interessanter Weg, den ich gern spielen würde, aber den hätte ich natürlich dann gerne gestern schon begonnen. Und ja, genauso wenig will ich aber nicht auf T-Witch warten. Also im Moment tendiere ich, Bofus weiter zu leveln und den Standardweg zu gehen. Ja, Heraldon-Fundbedingung, dass man den Tower besiegt haben sollte, ist halt auch ganz geil. Also man ist ja im Moment jetzt schon im Tower bei fast Etage 90. Also das sollte also auch funktionieren, dass man das schaffen kann. Man braucht, glaube ich, einen Gladiator-Trainer von 13. Also das ist auch alles drin. Also es ist möglich. Es ist möglich. Und ja, dadurch, ja, bin ich mir echt unsicher. Das wäre vielleicht ein etwas pilzintensiverer Weg, wenn ich den jetzt doch nochmal eingehe irgendwie. Und das ist auch nochmal so ein kleiner Hintergrund gewesen, warum ich jetzt bei Wasser eben auf den Weg gehe, der pilzsparsamer ist, damit ich insgesamt bei den Pets nicht so viele Pilze ausgebe. Allerdings, final gesehen, ist diese Aktion richtig doof von mir gewesen, ist einfach zu verpeilen. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht hätte ans Handy gehen können und das machen. Ich war zwar durch Arbeit und durch Familie sehr eingespannt und abgelenkt, aber Festungsangriffe habe ich gemacht. Da hätte ich natürlich auch mir mal 10 Minuten geben können, um die ganzen Quests durchzugehen. Und das Ende vom Lied wird halt sein, dass ich dadurch im PvP ein bisschen abfallen werde. Davon gehe ich aus. Aber gut, man wird es sehen. Wo es besser läuft, ist nach wie vor Arena Manager. Ich habe zuletzt immer gute Boosts bekommen. Also klar habe ich noch ein paar Boosts offen. Hier einen. Hier sind es sogar 2, also 3. Hier sind es auch 2, sind es 5. Hier sind 2, sind es 7. Also ich brauche noch bei 4 Ausbauten 1 oder 2. Dann habe ich alles und kann das erste Mal auf Platin gehen. Das möchte ich auch machen. Und die Runden sammeln sich halt sehr, sehr gut ein. Und ich hole auf, so ein bisschen. Also ohne, dass ich jetzt skippen muss. Die Skips bringen natürlich viel, viel mehr, wenn alles auf Platin ist. Dementsprechend gilt es jetzt, Ausbauten zu nehmen. Aber wenn ich keine Ausbauten finden würde, würde ich natürlich auch einen Timeskip nehmen. Zuletzt, die letzten Male, war es nicht notwendig. Also passt. Wo es auch passt, ist die Festung. Klar, man sieht jetzt halt diese ganz langen Ausbauten. Das ist schon extrem. Und irgendwann muss man dann jetzt mal skippen. Ich überlege, wann hier der beste Zeitpunkt ist, weil das sind 1600 Pilze nach wie vor. Das finde ich immer noch sehr krass. Ich würde gerne etwas weniger skippen. Und die Ressourcen sammeln sich trotzdem an. Also ich bin eigentlich jetzt gezwungen, bald zu skippen, damit es hier weitergeht. Also ist eine ganz andere Situation. Hatte ich noch nie. Und da müssen wir uns stellen. Und in der Unterwelt, da könnte es auch ein bisschen besser aussehen. Ich habe, wie gesagt, aufgrund des Pets-Gedöns auch einen Gladiator-Trainer auf 10 gemacht, damit ich die Chance hätte, bei Licht auch auf Iowa zu gehen. Die Ressourcen hätte ich natürlich schon nehmen können, um Heart of Darkness heute auf 10 und vielleicht, also am Freitag, den Soul Extractor auch schon Richtung 11 zu bekommen. Tatsächlich habe ich bei allen Abenteuern vom Freitag insgesamt 2-mal nur die Seelen bekommen. Das ist natürlich jetzt auch nicht so eine fette Ausbeute an der Stelle. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Hoffe ich, dass ich jetzt die nächsten 2 Tage mehr bekomme, damit wir hauptsächlich jetzt Heart of Darkness und Soul Extractor hochbringen können. Also ich hätte schon ganz gerne eigentlich beides auf 11, tendenziell 12 gehabt nach dem Event, damit man dann eben auch permanent bessere Boni hat beim Glücksrad und auch beim Hütchenspieler. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar Dungeons Level gemacht auf dem eigenen Char und hier könnte es jetzt noch einen Ticken weitergehen, denn das muss man ja mal wirklich sagen, dieses Epic Luck Extravaganza für den Hütchenspieler ist natürlich eine super Sache. Also hier hat man echt wirklich geil die Chance, auch eine Epic Waffe zu kriegen, indem man einfach auf 4 Epics spielt und das habe ich jetzt gestern eben gemacht, habe diese Waffe hier bekommen. Die Rune ist jetzt nicht so fett, die können wir gleich mal wechseln. Aber insgesamt ist die Waffe dann doch nochmal erheblich stärker. Bessere Rechts-Raus-Damage. Also das ist nochmal ein schönes Upgrade. Und das nehmen wir uns gleich mal rein.
Und das kann vielleicht auch was bringen für die nächsten Dungeons in der Licht- und in der Schattenwelt, um hier weiterzukommen im Level. Und ja, da bin ich gespannt. Also 300 würde ich gerne schaffen wollen jetzt zum Wochenende und ich bin da ganz guter Dinge. Wichtig wäre es natürlich, jetzt viele Level zu machen, damit wir vielleicht auch weiterhin über diese Epic-Events, entweder per Quest oder per Hütchenspieler, vielleicht nochmal ein oder anderes besseres Epic bekommen können. Das wäre perfekt an dieser Stelle. Und ich habe auch übrigens noch diesen Torso hier. Ja, aber der Torso, ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich den einsetzen will. Beim Ring, da können wir es machen, da haben wir keine Rüstung, die wir jetzt verschlechtern. Aber der andere hat halt noch nicht so einen geilen Rüstungswert, muss ich sagen. Gem Extraction, let's go. Wir müssen natürlich auch upgraden. Ich upgrade immer um 1 mehr. Ein paar Ressourcen hat man ja eingespart. Ja, aber so ist meine Taktik. Also wenn ich ein 6er-Item skippe und ich habe genug Ressourcen, mache ich halt eine 7 draus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so in der Waffe auch drin hatte, aber so. Man kann eigentlich 3 Stufen nehmen. Es sind halt gerade die Metalle, die sehr, sehr wertvoll sind nach wie vor. Das wollte ich dismanteln. Hier könnte ich maximal, guck mal, wenn ich jetzt hier... Ja, es würde noch reichen von der Rüstung tatsächlich, aber es sind jetzt auch nur 11 Werte. Und da würde ich jetzt eher mal bei der Hundentunde gucken, was die da hat. Aber der würde es ein bisschen mehr Sinn machen. Sie würde 1% Rüstung aber verlieren. Das war okay, das überlege ich mir nochmal, ob ich das wirklich machen möchte. Aber der Samstag ist jetzt gestartet. Beim Elevator sieht es auch ganz gut aus. Ja klar. Festungsrewards natürlich Elevator, das haut schon ganz schön rein, ne? Das ist geil. Also, da könnte ich natürlich mit höherer Festung sogar auch noch ein bisschen mehr machen wahrscheinlich. Aber es ist halt auch nicht ganz notwendig im Moment. Deshalb auch kein Grund zu skippen. Aber von den Drucken sieht es auch ganz nice aus. Klar, viele haben jetzt noch nicht gespielt, ist ja ein neuer Tag. Aber ich halte mich hier sehr gut mit meiner Schokolade. Lecker, 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 lecker. Ja. Und das ist einer der ersten Dungeons, der endlich mal geht, der lange immer auf ganz niedriger Prozent war. Einer dieser Dungeons. Ja, da lohnt es sich nicht so viele Pilze reinzustecken, denn der gibt ja nicht so viele XP. Und ja, muss sagen, der Fight jetzt hier, ne, sieht man halt auch, war da recht knapp. Also noch einen weiteren Hit hätte ich mir hier nicht erlauben können an der Stelle. Also wir sind hier ordentlich ausgewichen, haben dann auch noch schön reingekrittet, aber zwischendurch blockt er auch nochmal. Also wir haben ja fast 10 Mal Ausweichen drin gehabt, 48 Millionen XP. Ja, das ist nur noch ein Pups leider bei dem Level, aber trotzdem wichtig und richtig, dass er fällt. Ja, und der Dungeon hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,6% im Schnitt. Die Königin Mutter Cersei Lannister, und ihr habt es gesehen, ich wollte ja nur durchklicken und am Ende drüber reden, aber das war halt der 4. Try. Also, ja, ich hatte schon fast das Gefühl, dass irgendwas geändert wurde, dass die prozentualen Chancen nicht ganz hinhauen bei SF Game Tools, weil ich wirklich 1,5 Tage bei jedem Dungeon viel mehr Pilze ausgeben musste. Dadurch, dass jetzt hier das Ding nach 3, 4 Versuchen klar war, hat sich die Balance also wieder geändert. 220 Millionen XP ist recht fett, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Zumal der nächste Dungeon danach eigentlich sogar eine höhere Chance hat, ja. Deshalb gucken wir uns mal so live an. Schöne Schuhe, die sind richtig gut. Die graden nochmal das Ganze hier ein bisschen auf. Moment, Hitpoints, nicht vergessen. Ja, Total Resistance 4% ist eigentlich auch nicht so übel. Und wir haben ja jetzt eigentlich die Situation. Ich habe Fire Resistance 11% halt hier oben noch drin. Ja, dann machen wir mal Swap Runes. Aber ich bin trotzdem Fan eher von Total Resistance. Und ja, wir haben 3%ige Runen. Das heißt, ich könnte eigentlich auch 2 Resistenzen mittlerweile einführen. Ja, nichtsdestotrotz, ja, 283 ist ein ganz guter Gem. Wir holen uns den jetzt hier einfach mal in Gem Extraction. Let's go. Dann upgraden wir das Ganze wieder hier auf 7. Und haben halt nochmal einen schönen Boost und hoffen, dass der jetzt auch nochmal so schnell fällt. Das wäre natürlich geil. Ron, der Miniaturpudel. Oder was? Ja. Hat keinen Bock. Hat keinen Bock. Oh, der war aber knappi.
Ja, und so lang hat es ja dann doch nicht gedauert, Gott sei Dank. Also auch hier sind wir unter den prozentualen Chancen. Das waren jetzt vielleicht 50 Pilze, wenn es hochkommt. Gönnen wir uns nochmal, wie oft sind wir ausgewichen? Einmal, oh, dann hat er gut gerettet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch solide 10 Mal insgesamt ausgewichen. Also das ist doch nett und das sind halt schöne Level-Upgrades, muss man sagen. Diese Dungeons sind sehr willkommen. Nur das Problem ist, dass der nächste, der Reitende Berg, einfach mal eine Wand ist. Den werden wir ganz so schnell nicht reiten können. Ja, dann gibt es hier noch einige Endgegner, die man tendenziell auch mal angehen kann. Die beiden, wenn ich die schlage, habe ich vielleicht fast nochmal die XP, die ich... Ja, es wird nicht ganz reichen für ein Level Up. Aber die sind beide so bei 0,5 bis 0,6%. Da will ich jetzt nicht reingehen. Der ist ein bisschen noch schwieriger hier, die 3. Die kann man demnächst auch mal schlagen. Der hier ist noch bei einer relativ geringen Chance. Bei 0,13. Der gibt halt 300 Millionen XP, das ist fett. Und 300 Millionen XP gibt auch die hier oben. Und ich glaube, dass die sogar besser schlagbar ist als der Hütchenspieler. Da muss ich nochmal schnell reingucken. Wo haben wir sie denn hier? Tesi the Terrible. Ja, die Chance hier ist deutlich besser. Im Moment bei knapp 0,37%. Ja, das sind Dungeons, die ich auf jeden Fall angehen kann. 1,5 Level, also Richtung 292. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall noch Twister-Dungeons. Mit Tower kann ich auch noch was legen, aber in der Schattenwelt, da fehlt mir der Key. Und ich habe ganz ehrlich gestern 10 Mal in der Gem Mine geskippt für diesen blöden Key. Habe ich nicht bekommen. Also, ja. Zack. Da ist er. Da ist er. Black Skull Fortress. Okay, da muss ich gleich mal in die Chancen reingucken, denn der ist ja bei mir gar nicht open. Black Skull Fortress, das müsste jetzt Schatten sein. Ja, da fängt es an mit 7,54% bei 170 Millionen XP. 170 Millionen XP mit dieser prozentualen Chance. Das ist natürlich fett. Und wir kriegen Epics. Das ist der Weg für 300. Und der Magier kriegt eine neue Waffe. Der hat erst gerade eine bekommen. Deshalb nehme ich die jetzt noch nicht mal. Die hat nämlich mehr Rechts-Raus-Damage. Aber trotzdem, ja, der Krieger würde sich über sowas freuen. Oder auch, klar, würde ich auch so nochmal eine neue Waffe nehmen. Da sage ich nichts. 9% Damage hat sie. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir ja 10 drauf. Hier haben wir 9 drauf. Hier haben wir 10 drauf. Ja, hier Kundentunde. Kriegt jetzt auch mal die 10. Let's go. Und dann können wir das dismanteln. Ja, es lohnt sich eigentlich nicht, aber um so eine Gitarre wird dismantelt. Let's go. So, das können wir vielleicht auch noch tauschen hier, by the way. Fällt mir gerade auf. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Wie viele Chancen hat denn der nächste? Okay, er hat schon deutlich geringere Chancen, aber die sind immer noch gut handelbar. 175 Millionen XP warten. Das ist mehr als die Hälfte, die wir brauchen für ein weiteres Level Up. Das Gute an der Black Skull Fortress ist eben, dass das viele Krieger sind, kaum Magier. Oh, haben wir schon wieder eine neue Waffe bekommen. Au, die geht leider nicht so gut rechts raus. Deshalb ist sie jetzt für meinen Hauptchar nicht so gut geeignet. Aber bei der Kundentunde würde ich sagen, nehmen wir die doch. Ja, da ist der Durchschnittsschaden. Und auch alles andere sehr, sehr genial. Deshalb, nice. Freut sich die Kundentunde der Schattenwelt. Klar, die Chancen, die ich jetzt hier habe, die ich jetzt hier sehe, die sind ja nicht mit den Upgrades. Also kann ich ein bisschen hochrechnen. Wir sind bei alten Werten bei 179. Das Einzige, was ich geupgradet habe, war das Level. Aber jetzt nicht die besseren Attribute, zum Beispiel durch die Waffe. Die macht sicherlich auch nochmal was aus. Also sind wir vielleicht bei über 2% hier bei dem. Da können wir auch nochmal den schlagen. Oh, das ging aber fix. Vielleicht hat das sogar noch mehr ausgemacht, die Waffe. Also die Waffen sind halt extrem wichtig. Der Berserker, der hat hier schon so ein Ding, 292. Oh, aber die Rüstung ist nicht so gut, deshalb nehmen wir das direkt. Und hier kann ich auch die Hitpoints mal irgendwo erhöhen. Gehen wir mal von 1 auf 2% hoch. Beziehungsweise Lightning Resistance swappen wir mal mit dem Gürtel hier. Zack. Ballern den Gem raus. Bang. Dann ist auch Bertram wieder stärker und auch vor allen Dingen 10% mehr
Rüstung. Gar nicht so schlecht. Kommt nämlich noch ein Krieger jetzt hier. Ja, und der hatte eine Chance von 1,56% mit höherem Level, aber mit den besseren Werten sind wir vielleicht hier auch bei, wow, 2%, das geht ja fix. Und der Magier, der freut sich über einen besseren Gürtel, würde ich sagen. Klar, 3 Attribute. Nehmen wir immer mit. Lightning gegen Fire Resistance ist jetzt nicht so wichtig. Bangarang, Rufio, eingeballert. Und jetzt kommen noch Kundschafter. Ja, die sind noch einfacher. Kundis sind die besseren Dungeon-Gegner. Die sind zwar aktiv stärker in ihrer Fähigkeit, aber passiv ist es ihre Schwäche. Wenn man genügend Versuche gibt, und die gibt es, dann ist es mathematisch so, dass die einfacher zu schlagen sind. Tatsächlich brauchten wir mehr Tries, weil uns Shakespeare richtig gut gegönnt hat vorher. Ja, der Magier hier freut sich auch wieder über ein Upgrade. Und wir swappen die Runen. Ich würde euch immer auch empfehlen, erst das Item zu wechseln und dann die Rune zu tauschen, denn dann wird die hier oben bei euch relativ zeitnah angezeigt. Also alles, was ihr hier im Inventar habt, wird euch eher angezeigt als das, was der Magier trägt. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich Swap Rune gehe. Ne? Jetzt kommt erstmal mein Main Char Gear. Dann kommt das Inventory Gear, dann kommt der alte Ego Gear, dann kommt hier Krieger Gear, dann kommt Magier Gear und dann ganz hinten Kundschafter Gear. Ne? Also deshalb ist es wichtig, dass ihr die Rune, die ihr auswählen wollt, die neu haben soll, als also das andere Item anklickt, was ihr eben ändern wollt, ja, wenn es eingesetzt wird. Das macht Sinn. So, und holen wir uns nochmal einen Gem. Da rein. Das kostet natürlich ein bisschen was. Kein Problem, würde ich sagen. Ja, 254er Gem ist jetzt auch nicht so fett, aber ich nehme ihn mit. Und können wir den Man-Eater auch nochmal angehen, würde ich sagen. Der ist jetzt auch noch relativ easy und danach wird es ein bisschen schwieriger wegen dem Swamp Dragon, aber selbst den kann man schlagen. Also das sind halt echt die Dungeons. 200 Millionen XP gibt der hier. Die Schattenwelt ist extrem relevant für die Level-Pushes, auch in dieser Phase. Krass. Also wir sind jetzt damit schon fast auf 294. Jetzt hat die Kundschafterin nochmal einen Gürtel bekommen. Der ist auch nicht von schlechtesten Eltern, hat zwar eine schlechte Rüstung, aber hier sind die Werte wieder entscheidend. Jetzt werden wir auch nochmal Rune swappen. Zack. Hier adden, hier extracten. Dann läuft das Ganze. Auch hier hätte ich jetzt die Chance noch auf Attributierungen. Das können wir mal machen. So. Auf wenigstens 3. Das ist auf jeden Fall ein guter Boost. Und ist noch nicht zu teuer. Und das macht man tendenziell auch erstmal nur mit der Kundentunte, weil die halt stärker ist im Schatten als die anderen Begleiter. Und jetzt der Swamp Dragon, also 0,54% sagt er mir hier an. Mit den alten Werten, wahrscheinlich haben wir fast eine 1%ige Chance mittlerweile, weil wir ja wirklich immer wieder auch was geändert haben. Aber 293, wenn das so knapp ist. Dann, ach, hier guck mal, Irowater ist er. Den müssen wir schlagen bei den Pets theoretisch. Gilt leider nicht, aber das Level Up 294 haben wir uns nochmal schnell gegönnt. Und dann gebe ich jetzt einfach mal noch zum Ausklingen ein paar Tries hier bei dem Swamp Dragon und kann euch sagen, wenn wir den schlagen, ist der nächste Dungeon sogar noch einfacher im Verhältnis. Der Dungeon darauf ist ähnlich schwer. Und selbst den finalen Dungeon kann ich mit den alten Werten mit 0,47% machen. Also eigentlich müsste ich hier durchgehen. Und wenn ich die durch habe, dann sind wir bei fast 296. Und dann geht es theoretisch weiter mit dem Circus of Terror. Denn er hat die ähnlichen Chancen. Also da gehen nochmal 2 oder 3 Dungeons definitiv bis zum Magier. Bis zum Magier. Ja, also da sind wir schon fast 300. 4 Etagen vom Circus of Terror müsste ich definitiv schlagen. Plus ein paar Twister Dungeons und halt die Light Dungeons. Dann haben wir die 300 drin. Das ist die kleine Bremse, die es jetzt zu schlagen gilt. Das ist schon spannend. Na, mal gucken. Ich gebe euch ein Update. Definitiv im morgigen Video. Vielleicht werde ich da auch gleich zu Beginn erstmal das Gewinnspiel auflösen. Denn, ja, und falls ihr es nicht mitbekommen habt, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an, macht da mit. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich
hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut da rein, Leute. Macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Ha! Ich sag doch, manchmal muss man den Dungeons nur blöd zureden. Dann fallen die auch. Geil.